Sprechen wir weiter über die Hoffnung auf diesen Autogipfel und was es jetzt braucht. Das möchte ich fragen Professor Ferdinand Dudenhöfer, Direktor vom Center Automotive Research. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Grüß Gott, hallo. Wie stehen in Ihren Augen die Aussichten heute auf Erfolg, auf echte Kompromisse und Dinge, die jetzt die Krise endlich bewältigen könnten? Ein Wort: hoffnungslos. Also das wird nichts bringen. Das ist reiner Aktionismus, der am Freitag durch die Schlagzeilen gegangen ist. Habeck hat wieder eine Idee, macht wieder einen Gipfel allein als Minister. Die anderen Ministerien sind gar nicht dabei. Im Vorfeld gibt es keine abgestimmten Beschlüsse oder Dinge. Jetzt fängt die SPD an, Wolkenkuckucksheime zu bauen mit Umweltprämien, die nicht finanzierbar sind. Also was der Gipfel zeigt, ist eher Konfusion als wirklich ein Aufbruch in die Zukunft. Also Habeck hat die Elektromobilität in Deutschland zerstört. Jetzt versucht er aus den Scherben ein bisschen was wieder zusammenzukleben. Wie hat er sie zerstört? Erst hat er die Plug-in-Hybride kaputt gemacht, indem er die Prämie rausgenommen hat, obwohl kein Mensch das wollte. Dann sind die uns deutlich in den Keller gefallen. Und zum Beginn dieses Jahres hat er es dann mit den batterieelektrischen Autos gemacht, in der Nacht- und Nebelaktion, also reiner, purer Aktionismus. Und ich glaube, deshalb ist aus diesem Gipfel wirklich nichts, aber auch gar nichts zu erwarten. Wenn wir mal weg vom Gipfel schauen, was braucht es denn dann jetzt, um all diese Scherben wieder zusammenzufügen? Was wären die ersten Schritte zumindest, die nun in Angriff genommen werden sollten? Also wir müssen Deutschland stabilisieren. In Deutschland haben wir die höchsten Energiepreise. In Deutschland haben wir Strukturen im Logistikbereich. Da brechen Brücken ein. Das hält niemand für möglich, aber passiert. Das heißt, in allen Bereichen, auch im Datenschutz, laufen wir in Richtungen, die uns sehr schwer tun, uns im internationalen Wettbewerb gegenüber anderen Unternehmen oder anderen Märkten zu positionieren. Das ist das eine. Das zweite ist, das, was aufgebaut worden ist von den Autobauern, auch gegenüber der EU, da wollte man ja unbedingt diesen Green Deal, ist auch wieder von der EU durch zum Beispiel hohe Zölle außer Kraft gesetzt worden oder wird zerstört durch hohe Zölle. Das heißt, was die Automobilindustrie machen muss, die Automobilindustrie muss an sich denken, wie man ihre Unternehmen stabilisiert, langfristig in die Zukunft geht. Und da ist der ganz große Markt, dort, wo die Innovationen geboren werden für die Zukunft des Autos, das ist China. Also ich glaube, die Autobauer sind gut beraten, wenn sie weiter ihre Direktinvestitionen, so wie man es ja heute macht, ganz stark auf China fokussieren, dort ihre großen Entwicklungszentren ausbauen und Deutschland eben sich so darstellen lässt, dass man versucht, von der Politik langfristig neue Strukturen zu machen. So wie es derzeit ist es sehr, sehr schwer für die Autobauer in Deutschland Fuß zu fassen. Das sind natürlich erstmal schwierige Aussichten, vor allem, weil wir als Deutsche immer so stolz darauf waren, das Autobauerland gewesen zu sein. Glauben Sie, in der aktuellen Regierungsphase, also bis nächstes Jahr, lässt sich da mit der Politik das überhaupt so angehen, wie Sie es gerade gezeigt haben? Oder muss man da jetzt gerade einen sehr langen Atem haben? Also schauen Sie, die Ampel zerstreitet sicher permanent. Auch jetzt bei diesem Gipfel, die FDP sagt sofort, diese Subventionen, die angeplant sind, die gehen nicht. Habeck macht über Nacht wieder so einen Gipfelvorschlag. Es entsteht Verwirrung. In Verwirrung wird man nie in die Zukunft gehen können. Wie ein Hühnerhaufen mit wilden Hühnern läuft man derzeit durch die Gegend. Und was macht man mit diesem Gipfel? Man verstört zusätzlich das Vertrauen der Verbraucher. Denn jeder, der überlegt hat, ein Elektroauto zu kaufen, der sagt, na ja, jetzt diskutieren die über mögliche Subventionen. Warum soll ich denn morgen kaufen? Ich warte mal 3 Monate ab. Also genau das, was wir nicht wollten, dass sich die Kunden zurückziehen. Genau das wird mit dem Gipfel nach meiner Einschätzung erreicht. Also wir brauchen eine langfristige Strategie, wir brauchen eine Ausrichtung und wir brauchen nicht mehr bitte diesen permanent täglichen Aktionismus, der sehr viel zerstört. Also heute werden wir aber auf jeden Fall einen Gipfel haben, der wenig bringt. Das denkt zumindest Professor Ferdinand Dudenhöfer. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Ich bedanke mich. Tschüss.